So, genug mit Zeitmangel. Ich bin jetzt mal runtergelaufen zu dieser Bucht und erzähle euch dann etwas über das Thema Geld, Geldmangel und die Probleme, die damit einhergehen und vielleicht wie man da auch rauskommt, beziehungsweise wie ich das gemacht habe. Also zunächst erstmal zeige ich euch hier diesen schönen Fleck Erde, Mutter Erde, das Paradies auf Erden. Das Paradies ist nicht nach dem Tod, was uns die Kirche verklickern will. Das Paradies ist auf Erden. Dazu kann ich vielleicht mal ein anderes Video mal drehen. Da kann ich garantiert auch noch mal so einen Roman erzählen. Ja, es ist auch ein ganz ruhiges, fast, ich sag mal, verlassenes Örtchen. Hier fahren mal ein, zwei Autos hoch und runter. Ansonsten ist hier kein Mensch. Wir werden jetzt hier die Küste entlang laufen. Ein Hund ist da sogar. Ein richtig großer Hund. Ja? Aber es läuft. Der kommt erstmal bellend angelaufen und dann freut er sich, dass wir da sind. Ne? Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner, idyllischer Ort. Zumindest im Moment. Im Sommer sieht es vielleicht anders aus. Mit ein paar Bars und Restaurants. Mit diesem schönen Meerblick. Und Apartments gibt es hier. Ja. Ja, also was gibt es zum Thema Geld bzw. Geldmangel zu sagen? Wie bin ich eigentlich damit gestartet? Also, ja, dass die Hauptprobleme dadurch kommen in unserer Welt, Geld, vor allem Geld und Zeit. Dadurch entstehen Streitigkeiten und nicht nur Streitigkeiten, sondern Kriege. Kriege werden geführt wegen Geld. Weißt du, Geld ist das Hauptproblem eigentlich für die Welt, sage ich mal. Naja, wir haben halt das Geldsystem. Das wurde quasi uns aufgedrückt und dafür müssen wir arbeiten, unsere Zeit gegen Geld tauschen. Das Thema kann ich ganz gut ausweiten eigentlich. Wir werden ja an Arbeiten gehalten quasi durch die hohen Kosten und Steuern, durch das tolle Sozialsystem, das viele ausnutzen, beziehungsweise das sogar von, keine Ahnung, naja, ist egal. Dazu vielleicht mal ein anderes Video. Jedenfalls muss vielleicht, wenn man hier auf dieser Welt, in diesem System lebt, muss man von Mal zu Mal was machen, womit man ein bisschen Geld verdient. Oder so wie ich habe einige Jahre quasi vorgearbeitet, habe nicht mein ganzes Geld immer ausgegeben. Zum Glück hatte ich natürlich Jobs, die gut bezahlt waren und konnte quasi genug sparen, sag ich mal. Ein richtig schöner Weg hier. Wieder eine Kirche. Oder sowas Ähnliches. Das ist auf jeden Fall ein Kreuz und eine Glocke. Also hier endet jetzt auch der Weg. Das heißt, wir gehen langsam wieder zurück. Und ich komme auch langsam zum Schluss. Versuche ich zumindest. Ja, wir werden im System, sage ich jetzt mal, am Arbeiten gehalten, weil wir so viele Kosten haben. Und wir werden so anerzogen, dass wir immer das Beste, das Neueste, das Größte haben müssen und der Schönste sein müssen. Oder, keine Ahnung, die besten Klamotten, das größte Auto, die Gucci-Tasche und so weiter und so fort. Wir gehen arbeiten und dann brauchen wir halt den Urlaub, weil wir uns erholen müssen. Der Urlaub kostet natürlich Geld. Oder wir gehen am Wochenende aus essen
kostet auch wieder Geld, weil wir einfach keine Power mehr haben, für uns selber irgendwie zu kochen oder was. Natürlich, das Ausgehen ist auch schön, ja klar, schmeckt auch super, aber ich persönlich brauche das nicht. Ich habe lieber meine Freizeit, mein freies Leben quasi und verzichte gerne auf ein paar Sachen, äh, die mir sowieso nicht gut getan haben. Also ich gehe nicht mehr gerne aus essen, das ist mir da zu voll und zu laut. Ich habe echt lieber meine Ruhe und dann sitze ich lieber am Meer und mache mir mein eigenes Essen, das auch gesünder ist und wo ich weiß, ja, was drin ist. Jedenfalls kenne ich viele Leute oder habe hier auch viele Leute getroffen auf dem Weg, die deutlich weniger Geld haben, die quasi reisen und teilweise auch dann arbeiten, teilweise online, aber teilweise auch in dem Land, wo sie gerade sind. Und ja, dadurch, dass man als Vanlifer wenig Ausgaben hat, wenn man so lebt wie ich, nicht auf den Campingplatz geht, sage ich mal, und jetzt nicht mehr so viel fährt, Slow Traveling, dann hat man kaum Kosten, außer Essen und ein bisschen Sprit und Kfz-Versicherung. Gerade etwas abgelenkt von diesem wunderschönen Meer und den Farben. Ja, Energiekosten ist ein Thema und quasi Strom, Heizung und so weiter. Ich habe das jetzt gerade nicht, aber ich habe natürlich Sprit. Allerdings, wenn ich stehen bleibe an einem schönen Ort, dann habe ich da keine Kosten mit. Was für Fixkosten haben wir sonst so, die uns aufgedrückt werden? Quasi Pflicht. Krankenversicherung. Wow, Krankenversicherung müssen wir haben. Wir können uns nicht um uns selber kümmern. Wir können uns nicht um unsere eigene Gesundheit kümmern. Wir müssen diese tolle Krankenversicherung haben. Ja. Also warum macht man das nicht freiwillig? Also für die, die es haben wollen. Also ich kenne viele Leute und auch mich eingeschlossen, ich brauche die Krankenversicherung nicht. Man kann ja als Reisender quasi eine Auslandsreise-Krankenversicherung machen, wenn man meint, das zu brauchen. Ne? Ich habe keine Miete, ich habe keine Stromkosten, ich habe keine Heizkosten, ich habe keine Krankenversicherung, weil ich mich abmelden konnte, weil ich ja keinen Wohnsitz mehr in Deutschland habe. Ja, das sind schon einige Kosten, die man hat. Ja, irgendwann werde ich mal vielleicht eine Reparatur haben oder Inspektionskosten oder so, TÜV oder sowas. Aber das hält sich ja im Rahmen. Ne? Das ist ja, wenn man das auf einen Monat rechnet, das ganz geringe Beträge. Und wenn das Geld langsam ausgeht, sage ich mal, dann kann man ja, oder man kann es ja auch schon vorbereiten, irgendwas online machen. Das ist zumindest mein Tipp, weil an sich mit der Zeit, die man hier hat, ne? Also wenn ich jetzt jeden Tag hier 8 Stunden für ein Online-Geschäft, das ich mir aufbauen möchte, machen würde, dann hätte ich innerhalb von 2 Monaten locker so ein Einkommen, dass ich davon hier leben kann. Locker. Deshalb habe ich auch gar keine Angst vor der Zukunft. Weil wir schon beim Thema Geld sind oder finanzieren, da wurde ich gefragt schon öfters, wie finanzierst du das? Hallo Leute. Okay, Entschuldigung. Erstens, wie ich gesagt habe, Ausgaben minimieren, sich von Luxusartikeln und so weiter lösen. Man muss natürlich so ein Leben auch wollen, ne, was ich hier jetzt führe. Natur lieben und auch bei jedem Wetter im Camper sein können.
Natürlich, wenn du Geld genug hast, kannst du bei schlechtem Wetter dir eine Wohnung bei Airbnb mieten für die Zeit. Also, ja. Also Finanzierung, Thema Finanzierung. Wie gesagt, also online kann man sich was aufbauen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Da gibt es Leute, die ich hier getroffen habe, die haben zum Beispiel, da ist ein Physiotherapeut, der hat so eine Liege dabei, beim Bett quasi, kann er so umfunktionieren. Und dann macht er Massagen, Physiotherapie. Und das, sobald er seine Schiebetür auf hat, kann man ein Schild erkennen, was er anbietet. Ein anderer, der hat zum Beispiel auch so einen Kastenwagen sich selbst umgebaut. Der ist eigentlich so, ja, ein Italiener, der hat das in Italien wohl gemacht. Und dann hat er festgestellt, oh, ich kann das überall machen. Tür auf und dann siehst du ein Schild, Cocktails, Smoothies und Eis macht er dir und verkauft das, gewinnbringend natürlich, und lebt davon. Ja, jetzt im Moment im Winter ist jetzt nicht so viel Einnahmen, aber im Sommer macht er, glaube ich, ganz gut. Ja, ich denke, das Video hat jetzt ein paar Fragen beantwortet, warum ich das mache oder wie man es machen kann. Also was für mich stimmt, muss ja nicht für andere stimmen oder passen. Jeder hat seine eigenen Erfahrungen im Leben gemacht. Es gibt Menschen, die finden die Erfüllung in der Arbeit. Für die ist das keine Belastung, die haben ihren Traumjob gefunden. Dann ist es auch gut so. Oder für andere, da ist es zu langweilig, so ein Leben zu führen. Dann ist das auch gut für die, wenn sie mehr Highlife brauchen. Für mich ist das gar nicht langweilig, weil ich bin jeden Tag irgendwo anders, wenn ich möchte, und erkunde die Welt. Das ist für mich das spannendste Erlebnis, was ich haben kann. Und ich vermisse auch nichts. Ich fühle mich auch nicht alleine. Ich treffe immer wieder gleichgesinnte Menschen und manchmal sitzt man zusammen dann am Lagerfeuer oder so, je nachdem. Manchmal reist man eine Zeit zusammen. Aber es ist schön, sich immer wieder zu treffen, sich auszutauschen. Ja, die Interaktion mit Menschen, die brauche ich auch, klar. Also ich fühle mich nicht einsam, ich habe Spaß, ich vermisse nichts, ich bin glücklich und ich habe Zeit für mich. Und ich habe Geld genug. Also es gibt keinen Geldmangel, wenn man so lebt. Es gibt keinen Zeitmangel, wenn man so lebt. Es gibt keinen Stress, aber fast keinen Stress, wenn man so lebt. Also für mich ist es das beste Entscheidung ever. Ich kann allerdings auch nicht sagen, ob ich das mein Leben lang so machen werde. Ich kann nur für jetzt sprechen und für dieses Jahr wahrscheinlich. Und was nächstes Jahr ist oder in den nächsten 10 Jahren, keine Ahnung. Das Leben ist voller Überraschungen und als Reisender erhält man sehr viele Überraschungen und Erkenntnisse auch. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, ja, bitte gebt mir einen Like, vor allem wenn ihr euch das komplett angeschaut habt. Und kommentiert auch gerne oder stellt auch Fragen. Ich beantworte jeden Kommentar normalerweise und freue mich auch darüber, in Interaktion mit euch zu treten. Ich möchte ja möglichst viele Menschen auch erreichen, vor allem die unzufrieden mit ihrem Leben sind und sich so ein Leben ja auch wünschen. Sonst würdet ihr nicht jetzt hier das Video euch anschauen, denke ich mal, oder meinen Kanal abonnieren. Daher, ja, es war mir eine Freude, meine Gedankengänge mit euch zu teilen. Und ich hoffe, dem einen oder anderen hat das vielleicht geholfen als Inspiration für ein glückliches, gesundes, freieres, unabhängigeres Leben oder Zeit. Also in diesem Sinne, rein in die Rinne und bis zum nächsten Mal.